Hallo, hallo. Ja, ich möchte mal dieses neue Fineliner Marker 48-teiliges Set testen. Ist ja diese Woche in der Aktion. Heute noch. Was ich gut finde, dass das ein Fineliner integriert ist, ne? Das ist echt schön. So sieht das aus. So eine Blechdose, auch praktisch, ne? Und dann sind eben zwei Reihen. Da sind so die Erdfarben, würde ich sagen, und da sind die weiteren Farben. Große Palette, ne? Dann, das ist die Pinselseite, das ist die Fineliner-Seite. Guck mal, wie fein. Richtig fein, ne? So. Und das ist dann die Markerseite. Ist eine Abbildung als Pinsel. Werde ich mal schauen. Ja, schöne Farben. Und ich habe mir da ein paar Mini-Color-Büchlein rausgeholt. Dachte ich, möchte ich mal kolorieren. Die sind auch noch perforiert. Kann man die dann wieder auch raustrennen. Ne? Gibt es ja in der Kinderbastelabteilung einiges davon. So eins habe ich noch geholt. Aus welcher Serie das ist, eventuell die letzte Serie. Solche 3 Büchlein. Ja, sogar hier dieses Mandala und so weiter ist auch echt schön. So ein Heftchen. Und ich glaube, ich fange damit an. Erstmal mich durchtesten. Und zwar, das ist ja ein Papier zum Ausmalen, deswegen ist das, hoffe ich, kein Problem. Kann ich dann mal starten. So, dann nehme ich mal diese Farbe. Sind nicht nummeriert. Und dann fange ich an aus der Mitte in, also circa. Ja, gar nicht schlecht. Und dann noch so mit der feinen Spitze, das lässt dann schön die schmalen Linien ziehen. Ne? Ja, die verläuft ineinander, mischt sich die Farbe. Aber das ist ja kein Aquarellpapier, deswegen da kann man nicht so viel mischen, weil es das Papier löst sich so, ne, auf, quillt auf.
Da werde ich mal vorsichtig damit besser. Ist nicht schlecht, sozusagen. Naja, doch, soweit. Ist okay, geht ja. So. Ja. So sieht's aus. Hab's so gemacht. Eventuell könnte man noch mit Glitzerstift drüber gehen, ne? Ich weiß nicht, den Schnabel hätte ich auch noch ein bisschen, ne? Aber irgendwie dachte ich, lasse ich den Kopf weiß. Bei dem Vogel, ne? Ist doch, finde ich, ist okay. So, das habe ich jetzt dann ausgemalt. Ja, finde ich, sind okay. Ich dachte noch, ich hole mal so ein Blatt noch raus. Für Dünnmarker. Aus diesem Buch und dachte, ja, da kann ich mal auch noch ein bisschen die Linien durchziehen. Ja, doch. So. Ja, der ist echt schön hell. Ne? So weit. Eventuell, es kann sein, dass das spezielle Papier muss sein, ne? Guck mal, da stimmt es. Absolut. Und hier habe ich so intensive Farbe gehabt. Das ist interessant. Ne? Ja, ich würde sagen, das kommt aufs Papier auch noch an. So. So, was ist der letzte ist? Schwarz. Ja, das sind die Farben. Was gibt es ein? Ja. Ja, habt ihr gesehen, ne? Stimmt schon. Auf dem Papier, das ist so normale, ne? So Ausmalblock. Da sind die viel intensiver, als es wirklich dann ist, ne? Ja, aber auch schön, ne? So, da habe ich jetzt diese Farbpalette aufgemalt. So, oder so kann man sie auch dann alles sehen im Überblick, ne? Oder noch so rum, weil es kommt drauf an, dass das Licht normal fällt, weiß nicht, wie es rüberkommt. So, das ist dieses Set. Bin zufrieden, gefällt mir. Auch die Feinliner, ne? Ist immer gut, dass man beide Seiten hat und an einem Stift, ne? Nicht holen, irgendwo rausholen noch. Obwohl ich habe auch solche noch, ne? Aber auch zum Ausmalen ist auch okay. Habe ich so ein bisschen das da mit den Stiften ausgemalt. Kleine, so feine Motive
Filigrane, die man dann ausmalen kann. Ist auch okay, wenn es auch die Farbe intensiver da rauskommt als auf dem speziellen Papier, ne, für den Marker. Oh, doch, okay. So, ihr Lieben, dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.